Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video beim Einfache Spanisch. Mein Name ist Juan und zuerst will ich mich bedanken an alle Leute, das haben sie sich in meinen Kanal angemeldet, das haben mich ein Like gegeben und haben sie unsere Videos auch gesehen. Heute haben wir zum Thema etwas sehr Interessantes. Haben wir jetzt los instrumentos musicales, die Musikinstrumente. Insgesamt haben wir hunderte Musikinstrumente, aber jetzt will ich euch zeigen ein paar davon oder die wichtigste davon. Wir werden jetzt anfangen. Fangen wir jetzt mit la guitarra an. La guitarra, die Gitarre, la guitarra. Wie klingt la guitarra? Haben wir jetzt gerade gehört, wie la guitarra klingt. Und la guitarra klingt so. La guitarra, das ist eine Gitarre. Esta es una guitarra. Die Gitarre, la guitarra. Wie ihr hört, das ist nicht so, ist sehr ähnlich auf Deutsch und auf Spanisch. Die Gitarre, la guitarra. Unser nächstes Instrument ist la flauta. La flauta. Die Flöte. Dieses Instrument, das klingt, jetzt werde ich euch zeigen. Gucken wir, wie la flauta, die Flöte klingt. Und die Flöte klingt so. Suche ich die Videos in YouTube, dann könnt ihr hören, wie jeder Instrument klingt. Und die Flöte, la flauta klingt so. Das ist eine Flöte. Esa es una flauta. Sehr schön. Unser nächstes Instrument ist el violín. El violín. El violín. El violín. Die Geige. Die Geige. Jetzt hören wir, wie die Geige klingt. Und el violín klingt so. Das ist eine Geige. Eso es un violín. 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 Wenn ihr nicht gut seht, die Tafel, danach ich werde die Tafel ein bisschen näher von der Kamera. Dann könnt ihr einen Screenshot machen und die Instrumente lernen. Jetzt, unser nächstes Instrument ist el piano. El piano. Was ist auf Deutsch? El piano? Das Klavier. Dann hören wir jetzt, wie das Klavier klingt. El piano. El piano. Und das ist ein Piano. 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 Das Klavier. Das Klavier. Ich muss Wasser trinken, Entschuldigung. Gut. Es gibt auch ein Klavier, ein elektronisches Klavier, sogenannte Keyboard. Keyboard. Auch haben wir ein Wort, ein besonderes Wort auf Spanisch für Keyboard oder elektronische Klavier und das ist Teclado. Teclado, wie als Englisch. Keyboards. Keyboards.
Im Prinzip ist das gleiche, ne? Aber el teclado, Keyboards, funktioniert mit Strom. Aber el piano, das Klavier, ist die normale Piano, die große. Ja? Unser nächstes Instrument ist las maracas. Las maracas. Was sind las maracas? Das ist dieses sehr interessante Instrument. Habe ich hier eine kubanische Maracas und las maracas oder la maraca klingt so. Maraca, maraca. Sehr schön. Unser nächstes Instrument, ich werde auf Spanisch zuerst sagen und sag mir, ob ihr das versteht. La trompeta. La trompeta. Die Trompete. Die Trompete. Jetzt hören wir, wie die Trompete, la trompeta klingt. Und la trompeta klingt so. Eso es una trompeta. 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 Die Trompete. Sehr schön. Unser nächstes Instrument ist el tambor. El tambor. El tambor. Takatatan, takatan, 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 takatan. Es gibt auch Instrumente, das sind mehrere Trommel. Das ist der Trommel, die Trommel. Und Trommel, wenn es gibt mehrere Trommel zusammen und auch mit diesem Ding, ich weiß nicht, wie heißt das auf Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Und das sind viele Trommel. Das haben wir auch ein Wort auf Spanisch. Und auf Spanisch diese viele Trommel zusammen, dass man spielt in einem Band, das heißt Bateria. Bateria. Aber alleine die Trommel heißt Tambor. Auch in einer Bateria, es gibt Trommeln. Aber im Prinzip ist Tambor. Jetzt hören wir, wie klingt el tambor. Das ist un tambor. Tambor. Wenn ihr hört, das klingt alleine. Alleine. Und jetzt hören wir, wie klingt die Batterie, wenn die sind mehrere Trommel zusammen. Wenn die sind mehrere Trommel zusammen. Wie in einem Band. Wie in einem Rockband. Mhm. Ja. Das hat auch mehrere Trommeln, aber alle Instrumente zusammen, auch mit dieser, ich suche gleich in der Übersetzer, wie heißt es? Ja, ich weiß nicht, keine richtige Bedeutung, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist eine Batterie. Und die Batterie hat Trommeln. Aber jetzt ist wichtig, dass ihr lernt, Trommel für sich alleine ein Trommel. Trommel. Das ist Tambor. Tambor. Und als letztes haben wir los bongos. Los bongos. Los bongos. Die Bongos. Die Bongos. Habe ich hier ein paar davon. Die sind nicht die beste. Die sind nicht so teuer auch, aber die sind gut, um zu spielen, um Spaß zu haben, nur zu Hause. Und jetzt spiele ich Los Bongos. Los Bongos. Los Bongos. Ja. Ja, haben wir, wie gesagt, hunderte
von Instrumenten, verschiedene Instrumenten, aber jetzt habe ich versucht, mindestens die wichtigsten beizubringen auf Spanisch und machen wir jetzt ein Wiederholungen von allem. Die Gitarre, la guitarra, die Flute, la flauta, el violín, die Geige, el piano, das Klavier, las maracas, die Maracas, die Trompete, la trompeta, die Trommel, el tambor und die Bongos, los Bongos. Es gibt auch mehrere, wie gesagt, Instrumenten und habe ich hier auch ein paar davon, die sind ein bisschen exotisch. Das werde ich euch gerne zeigen. Und zum Beispiel haben wir das. Die sind Claves. Die Claves, man benutzt die Claves um Salsa zu spielen. Salsa zu spielen. Und die Claves klingen so. Die zahlen die Schritte von die Salsa-Rhythmus. Die sind Claves. Auch haben wir das. Die sind Egg Shakers. Das im Prinzip sind Maracas auch, aber in eine kleine Form. Und wie klingen die kleinen Maracas oder die Egg Shakers? Egg Shakers, Maracas. Auch, aber kleine, ne? Haben wir auch andere sehr interessante Instrumente, aber die sind in eine indianische Art. Zum Beispiel haben wir das hier, das ist ein Trommel, ein indianische Trommel. Mein Bruder hat das gezeichnet, sehr schön. Es ist auch nicht so teuer, es ist sehr einfache Trommel, aber ich zeige euch, wie klingt ein indianische Trommel. Sehr schön. Auch haben wir etwas interessant auch und die sind keine Pfeifen, das sind keine Pfeifen, sondern die sind auch indianische Flöten. Indianische Flöten, die habe ich aus meinem Heimatland geholt und wir hören, wie klingen. Die beiden klingen ganz anders an. Zuerst fange ich mit dem an und das ist eine indianische Flöte. Und jetzt, das klingt ein bisschen feiner. Schön. Haben wir ja gesehen, die Musikinstrumente heute, los instrumentos musicales. Ich mache jetzt die Tafel ein bisschen näher von der Kamera, dann könnt ihr einen Screenshot machen. Moment, ja, da haben wir. Und haben wir da la guitarra, die Gitarre, la flauta, die Flute, el violín, die Geige, el piano, das Klavier, las maracas, die Trompete, la trompeta, die Trommel, el tambor und los Bongos, die Bongos. Ich hoffe, dass das Video hat euch gut gefallen. Wenn das war so, gebt mir eine Like. Auch könnt ihr sich anmelden. Und Dankeschön noch einmal für meinen Video zu gucken. Wir sehen uns nächstes Mal.